Moin Leute, zurück auf den Kanal. Ich muss gerade in den Spiegel gucken. Es geht heute von Laos nach Kambodscha. Also ich verlasse nach 30 Tagen Laos und werde weiter für 30 Tage nach Kambodscha reisen. Und ich nehme euch mit heute auf den Grenzübergang. Ja? Also ich bin auf der Insel Don That und das ist 4000 Islands unten. Ganz Süd-Laos und werde von hier aus jetzt am besten jetzt schnell los. Habe noch 5 Minuten oder 10 Minuten zum Fähranleger, dann mit der Fähre rüber und dann geht es mit dem Bus weiter über die Grenze. Und das zeige ich heute, wie einfach oder kompliziert das ist. Mal gucken, wie viel ich an der Grenze filmen kann. Und das ist bestimmt für den einen oder anderen interessant. Freut euch auf das Video und wir sehen uns dann gleich unterwegs. Bis dann, ciao, Anne Henning. So sieht Don That am Morgen aus. Kurz vor 9. So sehe ich aus. Ja, sieht man nicht. Oh, was ist das? Da ist zum Glück noch nicht so heiß, ey. Oh, same backpack. Das ist das erste Mal gesehen. Den gleichen Billo-Rucksack von Quechua. Decathlon. Ja, 8:50 Uhr soll ich da sein. Und jetzt ist es 8:49 Uhr oder 8:50 Uhr. Ja, Don That war schön. Aber ich hatte hier auch 3 Tage, war ich ausgenockt mit einer leichten Lebensmittelvergiftung. Also das war nicht so schön, kam vorne und hinten alles raus, die ganze Nacht. Ja, und so, und ich bin mal halt gespannt auf den Grenzübergang, wie das so wird, ob das einfach alles abläuft. Ich habe einen Bus bis Kratz hier, das sind 5 Stunden. So, also anscheinend bin ich hier richtig. Ja, ich soll hier eigentlich zu so einem Café gehen. Und da soll es losgehen. Leute, ich glaube, das sind Särge. Krass. Wow. Ja, Laos, das sehr arme Land. Ich suche Obst, aber ich finde irgendwie kein Obst. I think this is like, how to say it in English? This white, Yes. white thing Yes. for dead people. Mm. What is that yes. called in English? I In forgot. English, I don't know. You know where to put a dead person in? It looks like. Ah, yes. You go where you go? Paxi. Ah, okay. I go other direction. Ah, yes. Cambodia. Ah, d'accord. I'm looking for fruits. Ah, food. Oh, Yeah, yeah. I cannot find. Oh, Okay. yeah. No, In the street. maybe yeah. Oh. White ticket. Huh? No, white ticket. I have ticket, yeah. White or what color? White. Yeah. Kratz here. Yeah. Okay. In Das? white you go, yeah.
Does the bus make a break at some time? Oh no, this one they can take you to border 20 minutes. After that, you got a visa out. Yeah. Walk across Cambodia, Yeah. and you visa in. Got another bus wait for you, and after that, you got nothing to do. You just take care our side. The Cambodia take care this side. Yeah. I'm asking from the border to Kratie. Does he make a break? One break, like to get some food? Asking the driver that side. Okay. We have nothing to do on that side. Ah. Thank you. 1, 2, 3. Also das kennt man ja aus Laos manchmal. Irgendwie völlig zugepackter Bus, aber eigentlich ja nicht so einer. Ja, ist noch ein Platz. Kannst du da sitzen? Ist das okay? Kannst du da sitzen? Ja, klar. Weil der Rucksack, ich krieg den da nicht zwischen, weißt du? Ja, wir sind an der Grenze angekommen. Im stillen Bus. Ja, wie ihr seht, wir sind an der Grenze, da kommen wir her. Und so sieht sie aus. Nong Khampay International Border Checkpoint. Let's go. Also erstmal Laos raus. Aber trotzdem mache ich mal die Kamera jetzt aus. Ja, hier sind auch Zeichen. So Leute, hier so sieht die Grenze aus. Von Laos nach Kambodscha runter. Aber das sieht ja mal ganz schön aus. So, noch ein Eis gekauft. Für die mit den letzten Kipp und 100.000 noch gewechselt, 4 Euro. Und 16.000 Kipp gekriegt. Quatsch. Real. Naja, die sind... So Leute, halbe Stunde, Visa on Arrival. Das ging schnell, hat gut geklappt. Ja, war ganz easy. $32 für kambodschanische Visa on Arrival. Sehr runtergerockte Grenze, aber trotzdem alles sehr nett. Und wie gesagt, einfach. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das kann man gut machen. Und jetzt müssen wir hier sozusagen noch das Stück latschen. Und dort ist dann unser nächster Van. Das ist dann natürlich ein anderer, logischerweise. Sonst müssten ja die Fahrer auch immer die Grenze wechseln. Da habt ihr das auch mal mitbekommen. Ich dachte, man braucht ein Passfoto. Haben wir nicht gebraucht. Die hatten da so eine Scanmaschine. Also fürs Gepäck. War aber nicht in Betrieb. Da habe ich noch gedacht, ui. Einfach weil ich ein Kilo dabei habe. Nein, Quatsch, Spaß. Weil ich eine elektrische Dampfe dabei habe. Und dachte, ja, das könnte dann irgendwie Ärger geben. Aber nö. Ganz easy. Ja. Also, einfacher als gedacht. Übrigens, also auf Don Det habe ich halt einen Bus gebucht für $22. So, und da ist alles inkludiert. So, jetzt höre ich mal auf zu filmen, denn jetzt sind wir hier nochmal an irgendwelchen offiziellen Punkten. A ticket to Kratie. Kratie, Yeah. Ticket, yeah. Yeah. I have same company, same company. Das ist ja gerade hier ein bisschen planlos. Kam jetzt so ein Typ da mit dem Moped angefahren und fragt uns nach dem Ticket, aber ja, das ist jetzt alles nicht so abwegig. Kriegt man schon hin, irgendwie das zu finden. Ja, da saß wieder einer am Schreibtisch, Ticket gezeigt. Ja, geht doch mal rechts. Die paar Meter und da geht's dann weiter. Haben jetzt hier fast eine Stunde gesessen in der Hitze und ein paar von uns meinte, können jetzt irgendwie los. Keine Ahnung warum, aber das ist ja auch ganz gut, jetzt hier nicht die ganze Zeit noch rumzuwarten. Ja, jetzt geht's weiter.
Oh wow, Leute, das ist ja schlimmer als in Laos. Der Bus ist absolut vollgerockt mit dem Gepäck hier und voller Fliegen. Voller Fliegen, voll eklig. Alle Leute sind voll am ja, ich habe jetzt öfter gehört, irgendwie Kambodscha soll dreckig sein. Das ist ja schon mal der erste Eindruck so. Ja. Ich habe jetzt das Fenster aufgemacht in der Hoffnung, dass die Fliegen ein bisschen rausgehen, aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Das kann ja was werden. Hoffentlich wechseln wir den Bus nochmal. Naja, wir werden sehen, Leute. Und das müsste Sprung sein. Beziehungsweise ist es. Ja, eben mussten wir vor der Brücke irgendwie anhalten und alle Pässe abgeben. Und irgendwelche Heinis haben die kontrolliert draußen. Aber nun ist ja alles gut. Ja Leute, nächster Halt hier in Trang Treng. Hier ist wieder so eine Art Reise, weiß ich nicht. Hier können wir jetzt essen und dann geht es weiter. In einer halben Stunde mit dem nächsten Bus. Hoffentlich wird das ein netterer Bus. Das war ja jetzt nicht allzu lang, die Fahrt. Aber die meisten oder eigentlich alle hier fahren irgendwie weiter nach Siem Reap. Die haben dann noch, was weiß ich, 8 Stunden vor sich oder 9. Und ich vielleicht noch so 2,5, 3. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns später. There. Go there. This direction, yeah. I have the best orientation. I checked it when we just like to the water and then So Leute, wie ihr seht, wir sind angekommen. Das war der Höllenritt überhaupt, weil die Klima nicht ging und der Bus hat keine Fenster. Das war der absolute Horror, ey. Hauptsächlich haben wir mit Warten verbracht, anstatt zu fahren. Da in Trang Treng, das waren ja knapp 2 Stunden oder so. Oh, so froh jetzt aus diesem Ding raus zu sein. Jetzt gehe ich hier noch mit so einer Family zusammen, weil wir unsere Hotels sind nebeneinander. Ich wollte es eigentlich schaffen zum SIM-Kartenshop. Es hieß 14:30 Uhr Ankunft in Kratie, also hier. Aber daraus wurde ja nichts. Jetzt haben wir es 17:30 Uhr. Also einfach mal 3 Stunden mehr. Ja gut, Leute, das Update dazu. Also die letzte Busfahrt jetzt war echt doch unangenehm. Und dann gibt es das nächste Update aus dem Hotel. Ja, da sind wir angekommen. Ich bin noch mit der Familie Belgier zusammen hergelatscht. Die sind nämlich hier drin, wo ich auch gerne rein wollte. Aber das war ausgebucht. Und viele, was heißt, hier gibt es nicht viele Hotels, leider. Da waren teilweise die Reviews so, die Bewertung so komisch und so schlecht, dass ich mich für das entschieden habe. Und das kostet 18 Euro. Das ist für mich eigentlich auch teuer.
Aber was ganz cool ist, ist natürlich hier der Sonnenuntergang. Na gut, in einer halben Stunde so mäßig. SIM-Karte werde ich jetzt wohl nicht mehr kriegen, aber ich hoffe Wi-Fi. Ich hoffe, dass ich ein schönes Zimmer habe, wenigstens, wenn ich so viel Geld zahle. Weil ich sage ja immer, auf Dorm habe ich keinen Bock. Also auf so ein 8, 10, 12 Betten-Ding. Ja, let's check it out. So first I need to check again, because I wasn't... How to say hello. Suday. Tuesday. Tuesday. Yeah. Tuesday. So my name is Sue, and this is the first day you met Sue. So Tuesday. Ah, okay. You'll Tuesday. never forget that. Yeah. Okun? Yes. Okun. Yes. Oh, okay. correct. Sounds like Greece. Turkish. Okay, I have a booking from Booking. Okay, can I have a passport, please? Ja. Oh, das sieht doch gut aus. Was haben die hier? Wow. Amazing. Das ist doch geil, ey. Ja. Passt. Kann man jetzt nicht meckern. Ups. Licht ist Licht. So, Aircon. No. Ich hoffe, das funktioniert. Alter, muss ich gleich mal Fotos machen. Muss ich mir jetzt noch mal beeilen. Also das gefällt mir soweit. Dafür, dass wir hier irgendwie in Kambodscha Pampa sind. Ach geil. Oh, hier mit Wasserkocher und... Oh, das ist so toll. Gut, 18 €, ne? Aber das ist ja gut. Ich habe keinen eigenen Balkon. So, jetzt muss ich euch gleich nochmal ausmachen, denn ich muss ja da Fotos machen irgendwie. Okay, guck mal, das ist das andere. Und die haben einen eigenen Balkon. Das ist natürlich sexy. Naja. Wie ihr seht, nächster Tag. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier heute unterwegs. Ich musste leider das Zimmer wechseln, weil das einfach sich so ergeben hat, weil ich nur eine Nacht gebucht hatte. Macht auch nichts. Und jetzt besorge ich mir eine SIM-Karte. Da war ich vorhin, aber natürlich war der Laden zu, weil die Mittagspause machen. Und jetzt bin ich da wieder auf dem Weg hin. Ja, wird ja wohl eine easy Sache sein. Na gut, lass uns jetzt mal ausprobieren, hier eine SIM-Karte zu kaufen. Ob ich die Kamera laufen lasse, weiß ich nicht. Kein Bock, die Leute damit zu nerven. Schauen wir mal. Ja, Leute, Medphone. Das hatte mir gestern nämlich noch mal jemand empfohlen, dass die besser sind als ein anderer Anbieter. Zell irgendwas. Oh, das war super easy. Hätte ich auch gar nicht filmen brauchen, weil war gar nichts los. Ging schnell. $7 gekostet. Also eigentlich nur $6, aber man zahlt noch $1 für die SIM-Karte. Für 60 GB, 5G. Voll easy, voll gut. So, das sind in Euro insgesamt 6,90 € oder so. Oh, bin ich super happy. Ihr kennt das aus meinem anderen Video. Wer das Video noch nicht kennt, sollte das erst mal gucken. Hier, ich verlinke das hier mal in Vietnam, wo ich mit der SIM-Karte so halbwegs gescampt wurde, die nicht registriert wurde. Jetzt hat sie auch das vernünftig registriert mit dem Reisepass und alles gut. Ja, also ist immer gut, wenn man nicht SIM-Karten kaufen möchte. Zum Beispiel aus meinem Grund, weil ich viele Gigabyte brauche wegen Livestreams machen. Dann hole ich mir lieber die Local SIM. Kostet ein Apfel und ein Ei. Dann immer in solche offiziellen Shops gehen. Die bereiten das auch im Handy vor. Also ziemlich cool. So, dann hätten wir das jetzt und ich freue mich. Ja, ihr seht, ich habe ein anderes Shirt an. Mein einziges Muskelshirt. Run DMC. Damit ich meine Muskeln präsentieren kann. Nee, Spaß, Leute. Ich würde das Video jetzt hier beenden und Neues anfangen. Das war sozusagen jetzt einfach mein nächster Step nach 30 Tagen Laos und am Ende noch Don Det über die Landesgrenze nach Kambodscha rein. Ich hoffe, durch die Information, wie der Grenzübergang abläuft, habt ihr ein bisschen Mehrwert. Und mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang hier aus Krazie oder auch Krazi,
ausgesprochen, aber Kratze geschrieben, verabschiede ich mich und hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann lasst gerne ein Abo da. Ich biete jetzt auch eine Kanalmitgliedschaft an. Da könnt ihr mal gucken, da lade ich so Bonusmaterial hoch und die Livestreams kommen da rein. Da ist dann ein bisschen was dabei und ihr unterstützt meinen Kanal. Gebt mir gerne ein Like und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.